Mittlerweile hat es die gesamte Welt mitbekommen. Donald Trump und Zelensky werden niemals beste Freunde mehr. Der Deal ist geplatzt und der Krieg in der Ukraine wird höchstwahrscheinlich weitergehen. Die Europäische Kommission, die europäischen Politiker haben ihr Statement abgegeben. Folgende Reaktionen, wie zum Beispiel die extrem hohe Solidarität, wird gefordert. Und eine wichtige Frage, die ich mir persönlich immer gestellt habe, wurde gestellt im Oval Office an den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Und das solltest du dir unbedingt mal gönnen, weil meiner Meinung nach dieser Herr dadurch extrem gedemütigt worden ist. Selber schuld. Bevor wir aber reingehen in das Video, möchte ich dir noch mal ganz kurz den kleinen Einspieler zeigen, wie lautstark, wie verbal die beiden Präsidenten sich in dem Weißen Haus angefetzt haben. Und dann schauen wir uns auch noch eine Reaktion an von Herrn Kruppalla. Und das wird auf jeden Fall heftig und das wird einem mehr die Augen öffnen. Also bleib unbedingt dran. Sie haben jetzt keine Karten in der Hand im Moment, Sie sind in einer schlechten Situation. Ich brauche keine Karten. Sie haben, Sie sind hier, Sie verursachen hier demnächst einen dritten Weltkrieg, und das ist wirklich auch sehr respektlos gegenüber dem Land, unserem Land. Wir respektieren Sie viel mehr. Haben Sie einmal Danke gesagt? Heute, hier, oder? Sie sind nach Pennsylvania gekommen und haben für die Opposition Werbung gemacht und haben dem Präsidenten noch nicht gedankt dafür, dass er versucht, ihr Land zu retten. Bitte. Wenn Sie sehr laut über den Krieg sprechen, dann ändert das doch nichts. Er spricht doch nicht laut. Kann ich das beantworten? Nein, Sie haben schon viel geredet, ja? Ihr Land hat Schwierigkeiten. Ihr gewinnt das nicht. Ja, ich weiß. Vielleicht können wir euch helfen, dass es okay für euch läuft. Seit Beginn des Krieges waren wir allein. Ich habe diesem Kabinett auch schon gedankt für die Unterstützung. Wir haben unter unserem dummen Ex-Präsidenten haben wir ihnen 350 Millionen Dollar gegeben für Militärausrüstung. Sie haben unsere Militärausrüstung genommen und ohne unsere Unterstützung wäre der Krieg in 2 Wochen vorbei gewesen. Putin hat auch gesagt, in 3 Tagen wäre das vorbei oder in 2 Wochen. Das hat Putin gesagt. Das ist schwierig, so Geschäfte zu machen. Der Begriff Dritter Weltkrieg ist gefallen und er sagt Billions, nicht Millions. 350 Milliarden US-Dollar haben die wohl der Ukraine wohl schon an Waffenlieferungen, Geldspenden oder sonstiges rübergeschickt. Und das Krasse ist doch, wenn der Präsident der Ukraine schon selber zugibt, der Krieg wäre nach 2 Wochen oder er sagt, komm, nach 3 Tagen schon beendet gewesen. Ganz ehrlich, wir sind jetzt schon im 4. Kriegsjahr. Das heißt, wir haben 3 Jahre Krieg in der Ukraine schon. Wer hat denn den Krieg geführt, wenn die Ukraine alleine nur nach 3 Tagen schon beendet, K.O. gewesen wäre? Also das finde ich extrem heftig. Extrem. Sehr zu hinterfragen das Ganze, liebe EU, liebe Welt. Jetzt aber wollen wir einmal ganz kurz auf das Video eingehen, auf diese Frage, die du dir vielleicht auch schon mal gestellt hast, weil das, was wir alle gesehen haben, ist ja nur das Ende einer langen Diskussion. Es hat ja alles entspannter angefangen. Wollen wir uns aber doch mal anschauen, wie entspannt das Ganze angefangen hat und vor allen Dingen, meiner Meinung nach, eine sehr gute Frage. Also schau dir das unbedingt an. That would not have been a good situation. What was your second question? My second question for President Zelensky. No. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not respecting. I don't have such. Office. I will wear a costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe something like yours. Yes. Maybe something better. I don't know. We will see. Maybe something cheaper than. Yeah. Thank you. President Trump, you said yesterday. Echt brutal. Das ist für mich echt eine heftige Frage. Ganz offiziell. Und damit hat er sicherlich auch nicht gerechnet. Er senkt den Kopf. Er ist echt ertappt worden sozusagen. Endlich hat es mal jemand ausgesprochen sozusagen. Und der Herr Kruppalla wird darauf einmal gleich eingehen.
Es sind zwar ein bisschen ältere Worte, aber sie sind immer noch aktuell. Hier nochmal Donald Trump, was er dazu sagt. I do like your clothing, by the way. Yeah, really? Even though I think he's a great guy, by the way. But I don't know if you two like each other. But you know what? I think No, he's dressed. I think he's why? dressed I like beautifully. this guy. I don't know I think him. he's dressed beautifully. So I have more serious things than answer on such That's questions. true. That's I a will good- answer on more serious that's a good questions if I statement. can. Yeah, Yeah. So. Also die Stimmung war wirklich gut und er nimmt sich gerne die Zeit, um ernsthafte Fragen zu beantworten. Und was daraus gekommen ist, haben wir alle mitbekommen. Jetzt aber einmal zu dem Herrn Kruppalla, was er über den Herrn Zelensky denkt. Und das ist absolut, meiner Meinung nach, fair. Und wenn ich einen Herrn Zelensky, einen Präsidenten der Ukraine bei Maischberger sehe, wie der Bettelpräsident dort steht mit seinem Tarnanzug, der soll sich nach Kiew machen und endlich mit Putin über diplomatische Beziehungen diesen Krieg beenden. Das ist seine Aufgabe. Er soll nicht nach Deutschland kommen und uns das Geld aus der Tasche ziehen. Ich hätte nie gedacht, als ich in die Politik gegangen bin, dass wir wieder über Krieg und Frieden in Europa reden müssen. Aber mittlerweile ist es leider so gekommen. Und da stellt sich ein Friedrich Merz hin und möchte Taurus an die Ukraine liefern, was uns direkt als Kriegspartei in diesen Konflikt verwickeln würde. Und im Wahlkampf lässt er es kaum noch zu, beredet es kaum noch, gibt auch kaum noch Worte dazu ab, weil er genau weiß, damit gewinnt er keine Wählerstimmen. Aber er wird es und will es nach der Wahl umsetzen. Und er wird es umsetzen. Und deswegen ist es so wohltuend und gut, dass wir einen amerikanischen Präsidenten jetzt haben, wo ich auch offen sage, ich bin nicht mit allen Positionen einverstanden. Aber in der Friedensfrage, wo er selber angekündigt hat, er möchte mehr Frieden schaffen als Kriege. Und das von einem amerikanischen Präsidenten. Das muss man sich mal vorstellen. Das gab es in der Geschichte Amerikas noch nie. Und ich bin froh, dass er diesen Krieg, diesen Konflikt so schnell wie möglich auf diplomatischer Ebene beenden möchte, liebe Freunde. Wir haben es schon oft gesagt, und ich will Ihnen nochmal die Zahlen näherlegen, die mittlerweile Deutschland, wir, Sie alle als Steuerzahler an die Ukraine leisten. Wir reden hier mittlerweile von 45 Milliarden Euro, die an die Ukraine in Form von Waffen, in Form von Hilfsleistungen in die Ukraine transferiert wurde. Geldleistungen, die Sie alle bezahlen, die wir alle bezahlt haben, die den deutschen Steuerzahler fehlen. Weitere 3 Milliarden sollen jetzt die nächsten Wochen transferiert werden. Dann kommt noch das Bataillon, das an die litauische Grenze versetzt werden soll, an die litauische, russische Grenze. Deutsche Soldaten sollen dorthin verlegt werden. Kostenpunkt 11 Milliarden bis 2027. Liebe Freunde, dieser Wahnsinn muss beendet werden. Und wenn ich einen Herrn Zelensky, einen Präsidenten der Ukraine bei Maischberger sehe, wie der Bettelpräsident dort steht mit seinem Tarnanzug, der soll sich nach Kiew machen und endlich mit Putin über diplomatische Beziehungen diesen Krieg beenden. Das ist seine Aufgabe. Er soll nicht nach Deutschland kommen und uns das Geld aus der Tasche ziehen. Das erwarten wir. Und deswegen muss auch jeder wissen, liebe Freunde, wer CDU wählt, wählt Friedrich Merz. Und wer Friedrich Merz wählt, wählt Krieg. Das ist die Entscheidung am 23. Februar, liebe Freunde. Deshalb kann es nur eine Friedenspartei geben. Für die haben wir uns und für diesen Frieden haben wir uns von Anfang an und immer eingesetzt, diese diplomatischen Beziehungen und auch diese diplomatischen Lösungen, sich dafür stark zu machen und einzusetzen. Das haben wir die letzten Wochen und Monate immer wieder gefordert. Und ich wurde dafür teilweise selbst in meiner eigenen Partei kritisiert. Und mittlerweile haben wir einen amerikanischen Präsidenten, der 1:1 das fordert, was ich schon vor 3 Jahren gesagt habe, liebe Freunde. Und deshalb war dieser Weg richtig. Man muss auch hier mal den Rücken gerade machen. Auf jeden Fall heftiges Statement, heftige Worte, auch wenn es vor der Bundestagswahl war, spielt keine Rolle. Es trifft den Nagel auf den Kopf. Und leider, muss man ja sagen, haben ja tatsächlich sehr viele Menschen in Deutschland Friedrich Merz gewählt. Was letztendlich gemacht wird, werden wir in naher Zukunft schon sehen, denn eine Reaktion der EU wird nicht lange auf sich warten lassen. Und ich sage es und ich betone es nochmal ganz klar, Deutschland muss mehr souverän werden. Die Souveränität muss zurück nach Deutschland, auch in die EU. Aber wir sind doch nicht für alle Länder in der EU verantwortlich, auch wenn wir hier die Industrienation Nummer 1 sind. Nein, wir wollen, dass Deutschland auf jeden Fall auch besser aufgestellt ist. Das ist völlig normal. Das ist ja auch eine Art Selbsterhaltungstrieb. Oder wie siehst du das Ganze? Lass mir deine Meinung da in den Kommentaren. Und falls du das Video noch nicht ganz gesehen hast mit dem Streitgespräch, ich werde es hier nochmal verlinken am Ende des Videos, damit du dir das auch gerne direkt anschauen kannst oder das letzte aktuelle Video von mir hier auf diesem Kanal. Und lass gerne jetzt auch einen Daumen nach oben da
wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du mehr sehen willst, auch gerne ein kostenloses Abo und die Glocke aktivieren, damit du eben kein Video mehr verpasst. Und wenn dir das Video sogar so gut gefallen hat, dass du sagst, ey, das muss meine Familie noch sehen, meine Arbeitskollegen und mehr, teile das gerne in deine WhatsApp-Gruppe und mehr. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf dein Feedback. Beste Grüße, der Markus.